So, herzlich willkommen. Hallo miteinander. Wir sind wieder mal am Arbeiten. Das heisst Signature at Work. Marco, ich übergebe gerade dir das Wort. Danke, ich nehme es gerne. Er hat euch etwas erzählen und nachher gehen wir dann weiter. Ja, ich es dann einfach. Das ist spannend, ja. Das ist gut. Gut, wie ihr seht, haben wir hier einen 6503 handgeschaltet. Hat der Kunde liebevoll restauriert. Der Motor war revidiert. Er ist etwa 100 km gefahren und hat dann den Zylinder schon geschrottet. Also der hat irgendwie Zeiss bekommen. Man sieht es vielleicht hier. Das ist ein Zylinder, der ist Nickel-Sil beschichtet. Da hat sich ein Teil aufgelöst. Also da können wir jetzt wirklich sagen, tschüss. Er ist dann zu uns gekommen. Dann haben wir mal gesehen, er ist mit dem Originalauspuff gefahren. Wenn er hier einen grösseren Vergaser drauf tun, einen grösseren Zylinder drauf tun, einen grösseren Luftfilter drauf tun, dann müsst ihr hier auch etwas machen. Weil diese Komponenten fängt hier an und geht hier wieder raus und die müssen übereinstimmen. Wir haben damit einen neuen Zylinder drauf. Da ist jetzt ein BDS drauf, ein Pandora mit dem neuen 17er Stutzen, mit dem neuen 17er Vergaser. Wir haben jetzt einfach mal spassenshalber mal ausprobiert mit dem Auspuff. Sind wir fahren gegangen und dann haben wir jetzt den drauf, 70er Resoflöte, und macht tatsächlich im mittleren Bereich 8 km/h aus. Aber oben raus war er kein bisschen schneller. Das war noch wieder erstaunlich. Vielleicht habt ihr das Video mal gesehen von den Mofa-Kult-Leuten, die Auspuff getestet. Also es ist schon erstaunlich, was ein Auspuff bringt. Die schon mal einen 70er Auspuff montiert haben, die wissen, das ist immer ein Würg. Weil, hier mit diesen Pedalen, oder? Dann streift die. Was haben wir hier gemacht? Wir haben den Krümmer angepasst und haben dann die Breite mit einer Distanzhülse hier angemacht. Jetzt die Töffel schon kennen, die wissen genau, jetzt habe ich wieder das Problem mit der Treckkette. Weil die Treckkette ist normalerweise das Röllchen hier unten und dann können wir den Auspuff hier nicht anmachen. Gut, was haben wir gemacht? Es ist ja nicht zwangshalber, dass die Kette immer unten durchgehen muss, sondern wir haben sie jetzt oben durchgelegt. Jetzt ist es aber gleich nicht aufgegangen von der Spannung. Ihr seht auch jetzt, es ist okay, es passt, funktioniert alles. Jetzt haben wir hier einfach ein grösseres Röllchen getragen. Das war im Durchmesser ein bisschen grösser, dann haben wir eine bessere Kettenspannung. Und wir haben jetzt hier noch ein bisschen Guthaben, wenn dann die Kette noch mal ein bisschen angespannt werden muss, kann man es immer noch ein bisschen nachspannen. Das wäre es von meiner Seite. Jetzt würde ich sagen, tschüss und zum Sieg. So, bei mir ist wieder mal ein Sachsmotor offen, selbstverständlich. Ich will einfach mal schnell 2-3 Minuten nutzen und appellieren. Öl, Zweitaktöl, unheimlich wichtig. Es gibt Sachen, die sind absolut nicht geeignet für so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen optimierte Motoren, wie man es halt heutzutage viel sieht. Original mag das alles ein bisschen gehen, aber wenn ihr eure Motoren ein bisschen optimiert, oder nicht nur dann, immer schaut drauf, nehmt einfach wirklich gutes Zweitaktöl. Wir empfehlen das Motorex, und zwar das vollsynthetische. Wenn es ein bisschen optimiert ist, der Motor, also wenn er ein bisschen mehr Leistung hat, fahren wir mit 2,5 bis 3%. Ich sage mal, alles die alten Marken, Castrol, Motul, Motorex sowieso, das ist alles einfach eine andere Qualität als Billigöl oder irgendwelche Sonnenblumenöl. Das empfiehlt sich wirklich nicht, weil der Motor, der ist revidiert worden vor etwa 500 km und dann ist der zurückgekommen und das hat folgendermaßen ausgesehen. Also wir fangen hier mal beim Kolben an. Das ist also jenseits, das ist nicht, weil er neben durchgebrannt hat. Das gibt es ja mit der Zeit, wenn natürlich die ganze Kolbenring und alles eingelaufen ist. Dann sieht man vor allem bei den Kolbenring-Stößen, sieht man dann so eine ganz leichte Verfärbung nach oben. Da ist aber ein ganz anderes Problem, einfach Hitze. Also das hat Ablagerungen gegeben. Die Ablagerung sehen wir hier noch. Wenn ich da mit dem Fingernagel durchgehe, dann sehen wir, dann kommt das Zeug schon wieder weg. Aber das ist so zäh,
Und genau das ist das Problem. Wir sehen den Kolbering. Die Kolbering, die müssen laufen wie ein Eis. Also die müssen wirklich sauber laufen da rein. Die sind richtig harzig. Das ist ein riesiges Problem, weil wenn wir da natürlich anstatt der gewünschte Schmierfilm so etwas haben, wie wir hier haben, dann wird das heiß wie die Sau. Das wiederholt sich auch im Zylinder rein. Der Schmierfilm, der ist da quasi nicht mehr vorhanden, sondern es ist irgendetwas verkokst in dem Öl rein. Also irgendetwas ist da brachial schief gelaufen. Man sieht das sogar schon am Lager, da in dem Lagerring rein. Sehen Sie sogar die schwarzen Verfärbungen. Also das ist unglaublich. Also da sehen wir sogar, da hat sich ein Kügel verabschiedet. Das ist fort. Und man hört schon. Nein, ihr seht es. Also da, das ist grün und blau und die komplette Kurbelwelle ist verfärbt bis zu blau-grün. Also das ist richtig heiß geworden da rein. Das Problem, ein fehlender Schmierfilm oder falsche Zusätze drin, die euch das ganze Zeug verkoksen. Wenn der länger gelaufen wäre, dann wäre innerhalb von kürzester Zeit, ich sage mal 2'000–3'000 Kilometer, wären die Auslässe nur noch ein Drittel so groß, weil es einfach verrostet ist. Also das ist wirklich heikel. Kurbelwellenlager, das ist komplett hinüber. Da innen die Röllchen, die Wälzchen, die man sieht, das sind keine Wälzchen mehr, das ist einfach abgeschliffenes Metall. Also das ist bis ans Bläulaug rauf komplett farbig. Und die Wellen, die Swingwellen, die sind wirklich gut. Mit die 2.0 Racing, mit dem Schmierschlitz und alles. Das sind super Kurbelwellen, aber halt, wenn die Schmierung nicht da ist, dann ist es einfach ein Problem. Also, ja, kann man nicht viel dazu sagen. Wichtig, nehmt gutes Öl, dosiert es richtig dosieren, original lange 2%, aber wenn ihr es optimiert, dünnt 2,5–3% die genug über schlechte Öl herzogen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir noch zum Kriegel, zu unserem alten Hippie. Der hat auch noch etwas Schönes auf dem Tisch und dann würde ich sagen, kommen wir gerade mit. Hör auf mit dem Nein. Also, das tut weh. Das tut richtig weh, wenn man die Farbe sieht. Hast du da deinen schönen Sachs? Das Bienchen. Das Bienchen, du. Ein Herkules. Aber Originalfarbe, hat es geheißen? Ja, das ist original, ja. Deutsches Modell. Dann geht es gerade so knapp drüber. Jawohl, da ist tipptopp. Da hinten. Und jetzt kommen hier noch die Bügel an. Loctite, das ist etwas Tolles. Was würden wir machen ohne Loctite? Alles schweissen. Alles verschweissen. Ja. Also, jetzt kommt der da oben. Muss ich dir gar nichts heben, he? Ja, da hinten passt es noch. Ja, so. So. Also gut. Danke vielmals. Ich sage schon mal Tschüss. Das ist ein Kunde, der hat den gebracht. Hat wirklich einen ganz wüsten Zustand gehabt, das Ganze. Und dann hat er ein Foto gezeigt und gesagt, er will den wieder so, wenn er original war. Dann haben wir den komplett zerlegt und dann haben wir natürlich auch wieder die erste Schweißarbeit. Der Ständer hat nicht mehr gegeben, die Bühne hat er noch gehabt. Ja, und dann haben wir alles lackieren lassen, schwarz und das Gelbe. Und alles andere hat er gesagt, will er original lassen. Also der Lenker ist sehr speziell. Dann der Auspuff natürlich auf dieser Seite, links bei den Sachs. Habe ich noch nie gesehen so. Aber schön. Jetzt haben wir den wieder neu aufgebaut, genau so, wie er früher mal war. Und jetzt ist der gleich fertig. Der Strom ist noch, aber das macht dann auch der Cyril natürlich. Dann haben wir am Kunden angerufen, dann kann ich den wieder holen. Der sicher freut. Ja, das ist es eigentlich. Mache ich nämlich nach Feierabend.